Außen kürzer als mancher Kastenwagen, aber innen riesig. Ein echter Geheimtipp, der die Konkurrenz in Sachen Raumausnutzung schlichtweg alt aussehen lässt. Wir schauen uns an, warum dieses Modell das vielleicht cleverste Layout auf dem aktuellen Markt ist. Der Grundriss ist ungewöhnlich, aber sehr clever. Vorne befindet sich eine großzügige Sitzgruppe mit Hubbett darüber und im Heck wartet eine große Küchenlandschaft über die gesamte Fahrzeugbreite. Bei einer Länge von 6 Metern und einer Breite von 2,30 Meter entsteht so ein überraschend offenes Raumgefühl. Die Sitzgruppe im vorderen Bereich ist das Herzstück. Hier können bis zu 6 Personen bequem am großen, verschiebbaren Tisch sitzen. Es gibt kein Engegefühl, da der Blick ungehindert durch das ganze Fahrzeug schweifen kann. Das ist echtes Wohnzimmerfeeling. Das eigentliche Highlight liegt im Heck. Die Küche bietet ungewöhnlich viel Arbeitsfläche für ein kompaktes Reisemobil. Es gibt einen Zweiflammkocher, eine Spüle und mehrere große Schubladen. Besonders auffällig ist der große Kühlschrank mit rund 145 Litern Volumen. Damit ist auch längeres autarkes Reisen problemlos möglich. Für ein Fahrzeug unter 6 Metern ist diese Küchenlösung wirklich außergewöhnlich. Direkt gegenüber befindet sich das Bad. Hier kombiniert Benima eine kompakte Toilette mit Waschbecken und eine separate Dusche. Diese Trennung ist in dieser Fahrzeugklasse keineswegs selbstverständlich. Dadurch bleibt der Waschbereich trocken und komfortabel nutzbar. Der Frischwassertank fasst rund 100 Liter, der Abwassertank etwa 105 Liter. Das reicht problemlos für mehrere Tage unterwegs. Geschlafen wird hauptsächlich im elektrischen Hubbett über der Sitzgruppe. Mit etwa 1,90 Meter Länge und rund 1,40 Meter Breite bietet es ausreichend Platz für 2 Erwachsene. Optional lässt sich auch die Dinette zu einer weiteren Liegefläche umbauen. So entstehen insgesamt 4 Schlafplätze. Der große Vorteil: tagsüber bleibt der komplette Wohnraum frei nutzbar. Basis des Fahrzeugs ist der Ford Transit mit einem 2-Liter Dieselmotor. In der Basisversion mit 130 Pferdestärken. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 Tonnen. Die Fahrzeuglänge beträgt 5,99 Meter, die Breite 2,30 Meter und die Höhe 2,88 Meter. Damit bleibt der Camper kompakt und auch für Einsteiger gut fahrbar. Der Benima Tesoro 481 zeigt eindrucksvoll, wie viel Raum ein cleverer Grundriss schaffen kann. Große Küche, 4 Schlafplätze und kompakte 6 Meter Länge sind eine seltene Kombination. Preislich startet dieses Modell je nach Ausstattung bei ungefähr 70.000 €. Für das gebotene Raumkonzept wirkt das fast wie ein kleiner Geheimtipp. Was meint ihr? Ist dieser ungewöhnliche Heckküchengrundriss genial oder eher Geschmackssache? Wenn du weitere spannende Wohnmobilvorstellungen sehen willst, dann schau dir gleich das nächste Video an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Fahrt!